Heute reden wir über eine richtig verrückte Achterbahn, die steht mitten in Sydney, direkt neben der Harbour Bridge. Man sieht vom Eingang aus des Parks einfach mal die Oper von Sydney und es ist die erste ihrer Art, total verrückt, total kurios und fast schon einmalig. Mehr dazu jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin in einem neuen Video meinerseits und dem Review zu Big Dipper. Und wie gerade schon gesagt, sind wir in Sydney. Luna Park Sydney ist der Park, in dem wir uns befinden, direkt in Australien. Und im Luna Park Sydney gibt es jetzt den dritten Big Dipper und das ist auch ein bisschen kurios, da müssen wir drauf eingehen. Die Geschichte haben wir ziemlich detailliert in unserem On-Tour-Vlog erzählt. Den findet ihr hier. Da haben wir den ganzen Tag vorm Aufstehen und dem Hotel über die Anreise in den Luna Park Sydney, wie wir weitergefahren sind und wo wir dann gelandet sind, für euch festgehalten und dokumentiert. Wenn euch sowas interessiert, die komplette Tour gibt es da als Vlog-Reihe nachzugucken. Und für die Älteren unter euch, es geht heute nicht um den Big Dipper von 1935, denn wie ich ja jetzt gelernt habe, muss ich in der Zeit gelebt haben, über die ich auch spreche. Sonst kann ich ja keine Ahnung haben, weil ich ja viel zu jung bin. Kennt man ja Archäologen, die sich zum Beispiel mit Ägypten beschäftigen und den Pharaonen, die haben ja damals auch gelebt und können uns heute darüber berichten und kennen sich aus. Und für alle anderen, die ein bisschen was im Kopf haben, reden wir heute ein bisschen über den Luna Park Sydney, beziehungsweise halt diese Big Dipper Geschichte, denn der Luna Park Sydney hat so eine ja aufregende On-Off-Beziehung mit sich selber, der Stadt und den Anwohnern, und wir sind halt wirklich direkt zwischen Wasser und Wohnhäusern und an der Harbour Bridge und dann mit dieser ollen Mehrzweckhalle in Sichtweite. Und es gab halt Schließungen, Öffnungen und verschiedenste Bahnen und halt, wie gesagt, jetzt den dritten Big Dipper an der Stelle, der auch Big Dipper heißt. Und der erste hat 1935 eröffnet. Das war aber eine Holzachterbahn noch, die 1930 bereits gebaut und auch gefahren ist. Gebaut wurde und gefahren ist, aber gefahren wurde, könnte man fast auch sagen. Also ursprünglich kommt diese Holzachterbahn aus dem Luna Park Glenelg und das war ein Luna Park in der Nähe von Adelaide. Das ist schon ein gutes Stück entfernt von Sydney und der war nicht so erfolgreich und dann wurde der 1934 dort geschlossen und die Holzachterbahn wurde umgesetzt. Das ist eine Sache, die ist in den USA eigentlich total normal, für uns unvorstellbar, und bei der geringen Anzahl und Auswahl an Holzachterbahnen in Australien ist das natürlich auch eine Besonderheit, und hat dann 1935 als Big Dipper im Luna Park Sydney eröffnet, fuhr dann da seine Zeit und wurde dann 1979 geschlossen, denn es gab dann ein Feuer beim Ghost Train. Das war die Geisterbahn vom Luna Park Sydney, bei dem leider Gottes auch 4 Menschen ums Leben gekommen sind, und bei dem Feuer ist dann der Big Dipper so weit beschädigt worden, dass man die Bahn komplett abgerissen hat. Ja, und dann war es das dann erstmal 1979 mit Big Dipper, bis 1995 der Nachfolge Big Dipper kam, was dann schon eine Stahlachterbahn war. An gleicher Stelle, man hat auch das Stationsgebäude übernommen. Das wurde aber schon ein bisschen verkleinert und ein bisschen angepasst, aber grundlegend hat man das übernommen, und da ging es ja auch ein paar Treppen nach oben und die Achterbahn ist relativ weit oben gestartet. Und diese Gegebenheit wird noch wichtig sein, denn der Big Dipper, der 1995 im Luna Park Sydney eröffnet hat, war eine Stahlachterbahn von Aerodynamics, und diese Stahlachterbahn ist ein Custom Looping Coaster gewesen mit 2 Inversionen. Aber auch diese Bahn wurde kurze Zeit später quasi wieder geschlossen. Aber wir sind sie gefahren. Und wer sich jetzt denkt, Moment, das funktioniert doch nicht, ihr wart doch jetzt erst da. Wir sind die Bahn in einem anderen Park gefahren, denn die Bahn wurde verkauft nach Dreamworld. Die haben 2001 dort den heutigen Gold Coaster eröffnet. Dazu habe ich auf jeden Fall auch ein Einzel-Review gemacht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die jetzt für euch hochlade, aber im Tour-Vlog haben wir die Bahn schon gezeigt, ein bisschen drüber gesprochen. Und da startet man halt auch sehr weit oben, muss dann erstmal so ein Rondell nach oben laufen und fährt da über den kompletten Wasserpark. Also auch ziemlich kurios und spannend. Also die Bahn hat es auf jeden Fall noch überlebt und die gibt es heute noch, aber nicht lange im Luna Park Sydney. Es gab halt zu viel Beschwerden über die Lärmbelästigung. Die wurden dann auch irgendwie respektiert, was zu Einschränkungen in den Betriebszeiten gesorgt hat, die dafür gesorgt haben, dass so wenig Einnahmen generiert wurden, dass der komplette Luna Park Sydney schließen musste. Und die Geschichte vom Luna Park Sydney ist wirklich sehr komplex, sehr bewegt, und auch vom Big Dipper, das ist jetzt nur ein kleiner Abriss. Es gibt zum Beispiel im Park vor Ort auch ein komplettes Buch über die Geschichte. Also das kann man gar nicht in einem Video sinnvoll zusammenfassen.
20 Jahre später gab es dann aber die Eröffnung vom heutigen Big Dipper, auch an gleicher Stelle. Und 2021 hat der Luna Park Sydney einfach ein Bündel von 3 Achterbahnen eröffnet. Und das auch irgendwie in 3 Kategorien. Und zwar für die Kiddies den Little Nipper von Preston und Babiri. Dann für die ganze Familie Boomerang von Gerstlauer Amusement Rides, ein Shuttle Coaster. Und das etwas aufregende und die aufregende Thrill-Achterbahn, den Big Dipper, der Intamin Amusement Rides Hot Racer. Und damit auch den ersten Intamin Hot Racer überhaupt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals in den News-Videos hier am Kanal schon Animationen gezeigt haben und Grafiken gezeigt haben, als es dann die ersten Konzepte und Ideen von Intamin gab für diese Art Achterbahn. Und dann kam sie einfach. Und da habe ich mich natürlich erstmal gefreut und boah, krass, ja, die bauen jetzt echt so einen Hot Racer, sehr cool. Und dann war aber auch schnell so, oh, ja gut, Australien ist echt weit weg. Mal gucken, wann das was wird, aber auf jeden Fall nicht zum Opening. So sind wir dann auch zuerst Mahuka im Val-de-Biron Alpes in Frankreich gefahren. Die Bahn hat letztes Jahr eröffnet und war dann der zweite Intamin Hot Racer. Und dazu gibt es auch hier ein Einzelreview. Grandiose Achterbahn einfach. Und in diesem Jahr soll wohl auch noch ein Intamin Hot Racer in Russland eröffnen. Und ich bin noch gespannt, wo vielleicht der eine oder andere dann später doch noch mal hinkommt, weil das wirklich ein sehr, sehr gutes Ding ist. Aber darüber gehen wir gleich noch. Beim heutigen Big Dipper ist das Stationsgebilde auch wieder geblieben. Und von außen sieht das ja schick aus, der Rest ist einfach unfassbar hässlich. Also das Treppenhaus von mir aus, das geht noch, da hängen noch ein paar nette Bildchen. Aber ja, die Achterbahn ist eine Mischung aus auf Sohle gebaut und mit Fundamenten und das größtenteils auf einem Dach bzw. über einem Betriebshof. Und der Teil, der über dem Park unterwegs ist, natürlich komplett unter Netzen, beziehungsweise der Weg unter Netzen und die Bahn über Netzen unterwegs. Und auch der Weg zur Bahn selber, wenn man dann das Stationstreppenhaus erstmal überwunden hat, da geht es ins Innere der Bahn und ja, irgendwie eine Baugerüst-Treppenhaus-Konstruktion, die man dort langläuft, die nicht schön ist und nicht wirklich gar nichts irgendwie kann. Und dann auch die Queue-Line an sich, wenn man in diesem Wartebereich steht, das hat eher was von einer Baustelle in der Fußgängerzone in der Innenstadt, statt irgendwie ein Wartebereich für eine Achterbahn, meiner Meinung nach. Naja, dann werden die Armbänder, die man da hat, um alles fahren zu können, gescannt und man wird eingeteilt in einen der theoretisch 2 Zügen. Ein Zug besteht aus 7 Reihen mit 7 Plätzen insgesamt, denn man sitzt hier alleine und nicht irgendwie zu zweit nebeneinander, sondern man hat einen einzelnen kleinen Wagen mit einem einzelnen Sitz. Den Sitz könnt ihr vergleichen mit denen, den ihr zum Beispiel von Taron kennt, nur sitzt ihr weiter unten und habt auch dann einen Over-the-Shoulder-Lap-Bar, so wie ihr den kennt. Der Zug, die Bügel, alles, das wurde auch krass weiterentwickelt für den zweiten dieser Art von den Hot Racern. Da haben wir auch ein Interview mit Intamin geführt, wo wir auch komplett über den Coaster Mahuka sprechen und da im Detail drüber reden, was denn da wie funktioniert, was vielleicht geändert und geupdatet wurde. Und ich habe ja gerade gesagt, in einen der theoretisch 2 Zügen, denn als wir vor Ort waren, ist nur ein Zug in Betrieb gewesen. Wir hatten den blauen Zug, der rote war komplett auseinandergepflückt an der Seite, beziehungsweise stand halt das Grundgerüst, stand auf dem Abstellgleis, die GFK-Teile lagen irgendwo unten. Und ja, klar, so Wartungen sind normal und werden dann die Züge auch komplett für zerlegt, aber so wie ich das kenne, macht man das halt nicht in der Hauptsaison und wir waren in der Hauptsaison vor Ort. Schwierig. Ja, lassen wir die Hässlichkeit erstmal hinter uns und steigen ein, beziehungsweise wir gucken geradeaus auf das Abstellgleis, was vor allem, wenn da, also ich finde es natürlich super spannend, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Schönheit, einen unverkleideten Zug auf dem Abstellgleis zu haben und unten auf dem Betriebshof zu gucken und links die ganzen GFK-Teile zu sehen. Aber ich finde es spannend und cool, aber schön ist es nicht. Und dann startet die Fahrt und wir fahren natürlich nicht geradeaus auf das Abstellgleis, sondern machen eine Linkskurve und kommen zum Abschuss. Denn Big Dipper ist ein Multi-Launch-Coaster. Es gibt einen Reibrad-Launch und auf den fahren wir oder rollen auf den drauf und werden dann beschleunigt über die Reibräder und fahren auf eine Felswand zu, aber machen nach links oben eine Kurve und haben dann so ein ja, shaky, snaky S-Curve-Gefahre erstmal an dieser Wand entlang, am Gelände entlang.
und kommen direkt zum zweiten Launch der Bahn und das ist halt dann ein Boost, weil wir ja mit einer gewissen Geschwindigkeit da reinkommen und dort wird der Zug nochmal komplett beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit bei Big Dipper beträgt 72 km/h und der Teil ist halt zwischen den Wohnhäusern oder was auch immer da drin passiert und Gebäuden vom Luna Park selbst. Das ist so ein schmaler Korridor, den man für die Bahn nutzt und einmal in die Richtung wegfährt und man kommt auch nochmal an dieser Seite vorbei. Also habt ihr so wie so eine Brille, zwei Knubbel-Achterbahnen und dann der Bügel in der Mitte, der das Ganze verbindet. Wir beschleunigen also und fahren in das größte Element, was dann separat für sich in diesem anderen Parkteil auch steht und auch eine Mischung ist aus einem erst gefahrenen Non-Inverting Loop, in den wir reinfahren, der gigantisch groß ist und der mündet in einem Sidewinder. Das sind also zwei Elemente quasi in einem großen, komplexen Element zusammen, was natürlich von außen auch super spektakulär aussieht. Du trotzdem platzsparend etwas länger unterwegs bist und relativ viel Fahrfiguren mit drin hast. Das ist halt eine schöne Kombo und dann daraus kommt man dann wieder in diesen Korridor, der die beiden Achterbahnparts verbindet. Dort gibt es dann nochmal so einen Airtime-Bump und wir fahren auf einen, ich nenne es mal Twisted Airtime Hill zu. Und das ist auch ein cooles Intro für das, was danach kommt, denn das baut Schwung und Geschwindigkeit auf für eine riesige Rechtskurve, die auch nochmal so eine Steigung mit drin hat. Aber durch dieses Twisted da reinfahren holt man irgendwie so viel Schwung mit da rein, dass es so richtig noch viel dynamischer wirkt, als es ist und die Bahn viel schneller wirkt, als sie fährt, obwohl du auch dann da nicht close zugebaut bist, was ja auch das Geschwindigkeitsgefühl erhöhen würde, sondern einfach dieses Reinschwingen und dann diese große Kurve mit dieser Steigung mit drin nochmal und das final mündet in einem Corkscrew, was das Ganze meiner Meinung nach nochmal mehr aufwertet und wirklich dann dieser Schwung und dieser Swing, den man einfach hat, dann in den Corkscrew reingenommen wird und der mündet dann einfach in die andere Richtung mit einer Linkskurve, was aber nicht ruppig ist, sondern einfach genau passt an dieser Stelle, weil, ja, einfach geil. Voll gut. Und diese Linkskurve geht nochmal so ziemlich close an der Felswand vorbei. Und dann kommt schon die Schlussbremse, die aber auch kurios ist. Und zwar ist es eine Reibradbremse. Aber man muss jetzt nicht nach jeder Fahrt da die Reifen wechseln. Man hat hier schon ein bisschen mehr Steuerung drin, als zum Beispiel nur an und aus, wie das vielleicht die eine oder andere italienische Firma macht. Und dann wird der Zug da schnell effektiv, aber sehr sanft runtergebremst und fährt dann in einer kleinen Panoramakurve wieder Richtung Station zurück. Ja, Fahrt macht total Bock, richtig cool, hat echt richtig Spaß gemacht und super dynamisch, wirkt vielleicht erstmal was kurz. An sich ist die Bahn für sich ist gar nicht so kurz, man fährt halt kontinuierlich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit die ganze Zeit dadurch, was natürlich die Fahrzeit auf einer Fahrstrecke verkürzt. Und das Ding macht einfach mega Spaß, was ja auch dann einfach die Zeit viel schneller vergehen lässt. Und dazu kommt ja noch, dass es nicht viel Platz gibt. Spannend hier vielleicht auch, warum die Bahn nicht irgendwie mal ein bisschen tiefer und bodennah fährt. Und passend auch zu dem Aero-Ding, was es ja vorher gab. Eine Vorgabe da ist es auch, dass so eine Attraktion wie Big Dipper mindestens 5 Meter über dem Boden sein muss, damit Feuerwehrfahrzeuge noch unten drunter herfahren können. Aber so klar kann sowas gerne immer länger sein, weil es cooles Spaß macht und Bock macht, aber du hast wirklich eine große, aufregende, besondere Achterbahn auf einem relativ kleinen Platz untergebracht. Vor allem hier sehr smart gelöst, einfach wirklich mal richtig Custom Layout, individuell auf die Platzbedürfnisse angepasst. Wo können wir langfahren, wo haben wir Platz? Und dann darauf die Achterbahn und das Layout angepasst. Das ist, glaube ich, auch ziemlich gut gelungen. Und diese Intamin Hot Racer, krass, einfach voll das gute Produkt, voll die geile Bahn, macht richtig Spaß, kann man richtig viel mitmachen, ist, glaube ich, wirklich perfekt für so mittelgroße Freizeitparks, um wirklich eine außergewöhnliche, beeindruckende Achterbahn zu schaffen, die aber jetzt nicht so gigantisch groß ist, wie sich ein vielleicht kleiner oder mittelgroßer Freizeitpark das gar nicht erlauben kann. Und da ist so ein Intamin Hot Racer, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Es wird ja auch dann jetzt noch von RMC dann im Walibi Holland die Single Rail Coaster geben.
Und das ist halt die Intamin Single Rail Coaster Antwort. Ob es jetzt wirklich ein richtiger Single Rail Coaster ist oder dieses Ding, was wir jetzt Schiene nennen, aus mehreren Rohren besteht, wo Bleche drauf sind und Leute dann sagen, das ist jetzt kein Single Rail Coaster, deswegen ist mir ziemlich Wumpe. Für mich ist das ein Single Rail Coaster. Es ist ja auch bei AMC so, dass man einfach auf einer Kiste fährt, die aus mehreren Blechen zusammengeknüppelt wurde. Also von daher ist es auch wieder egal, wie man es betitelt. Es ist einfach ein richtig gutes Ding, was richtig Bock macht und eine Top-Lösung für viele Parks und sollte sich eigentlich jeder irgendwie irgendwo in seinen Park stellen. Und ich finde die total gut, die Dinger. Seid ihr schon mal einen Intamin Hot Racer gefahren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren mal wissen.